Barock und Jazz haben vieles gemeinsam. Ich mag diesen unklaren Bereich zwischen Kunst und Party. Ja, sehr gut. Erstmal in der Sauna, dann Wodka trinken und dann Komponieren. Ach, du hast Jura studiert oder sowas. Klassik meets Jazz meets rote Betesalat. Das gibt es so wahrscheinlich nur in Stevens Tiny House im Bergischen Land. Steven Walter leitet das Beethovenfest in Bonn. Seine Wochenenden verbringt er am liebsten hier. An seiner Seite Coco Elaine. Coco spielt Bratsche und singt. Die Klassikszene ist nicht so Kokos Ding. Das Schweben irgendwo zwischen Jazz, Pop und Klassik hingegen sehr. Im Tiny House treffen die beiden international erfolgreiche Musikstars. Zum Reden, Kochen, Jammen. Heute zu Gast der finnische Jazzgitarrist Kalle Kalima. Improvisationskünstler und prägende Figur der europäischen Jazzszene. Seine Spezialität? Musikalische Projekte zwischen Jazz und Klassik. Hallo Kalle. Hallo. Kalle. Hey, danke für die Einladung. Hallo. Cheers erstmal. Cheers. Cheers. Ja, wir dachten, wir haben hier mal ein kleines Setup vorbereitet. Ich würde es gerne eigentlich probieren. Ja, das dachten wir uns so. Okay. Was ist das denn für ein Modell? Das hat Frank Daimel mir gebaut und wir haben das ein bisschen zusammen entwickelt mit Frank. Das ist so eine Mischung von meinen Lieblingseigenschaften von Fender-Gitarren. Dieser Körper ist wie von Fender Jaguar, aber dann gibt es so einen Hals, weil ich gebe so einen Hals und Mark. Das ist wirklich so eine Bastard mit allen möglichen Eigenschaften. Ist es so bei Gitarristen, dass man ein Instrument hat und das ist es, wie bei uns mit der Geige oder dem Cello? Oder hat man mehrere Instrumente? Es gibt, glaube ich, zwei Schulen. Ich habe Kollegen, die haben 40 Gitarren und jedes Mal kommen mit einer anderen und die genießen das und die genießen diesen Wechsel. Und ich spiele nur diese eine Instrument. Okay. Ja. Was spielst du uns denn? Ich würde gerne ein Stück von Charles Mingus spielen. Toll. Goodbye Pork Pie Hat. Vielen Dank. Super toll. Aber lass uns vielleicht reingehen, denn wir wollen ja noch ein bisschen was zu essen machen und es wird ein bisschen kühl, wird es schon langsam. Ja, ungefähr. okay, cool. So, was kochen wir denn heute eigentlich? Rosolli, ein winterlicher Salat. Aus Finnland höchstwahrscheinlich, Ja, deine natürlich. Heimat. Das heißt, wir dürfen jetzt wahrscheinlich schnippeln, ist das richtig? Ja, erstmal muss man schälen.
erstmal die Kartoffeln Okay, schälen. schälen. Ich kann ja mal Genau. schälen. Ich bin schon geübt im Schälen. Dann mache ich die rote Beete. Genau, würfeln bitte. Ja. Und was kannst du tun? Zwiebeln zum Beispiel. Zwiebeln. Bist du so... Masochist. Okay. Kalle, als ich zu dir recherchiert habe, habe ich relativ schnell den Überblick verloren. Du bist in unglaublich vielen Formationen, unglaublich vielen Bands dabei. Aber vor allem bist du Jazzmusiker. Was begeistert dich denn so am Jazz? Ich glaube, irgendwie Jazz begeistert mir, glaube ich, Rhythmus. Vielleicht als erstes und dann sonst vielleicht auch die Freiheit. Ja, ich glaube, das sind die wichtigsten Elemente. Aber Jazz ist ja heutzutage, hat ja nicht so eine klare Bedeutung. Ich meine, ob das jetzt bedeutet, dass dann Dixieland, Jazz oder Bebop oder so. Jazz ist jetzt so ein bisschen nebulös geworden als Wort. Wie bist du reingekommen in das Genre? Ja, ich habe irgendwie als Teenager, ich habe so progressiven Rock gemacht. Dann habe ich irgendwie Mahavishnu Orchestra gehört und Miles Davis und ich hatte einen guten Gitarrenlehrer, der hat mir gesagt, hey, du musst unbedingt Wes Montgomery hören. Und dann, so kam ich dann rein. Was war dein erster Berührungspunkt mit klassischer Musik? Was hat dich da... Hat es dich interessiert überhaupt in der Jugend oder gar nicht? Doch, ich habe mit klassischer Klavier angefangen. Ja. Und dann wollte ich zur Gitarre wechseln und zur E-Gitarre. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Aber ich habe dann auch noch gleichzeitig dann auch klassische Gitarre gespielt, bis ich 18 war. Und dann war so eine Entscheidung notwendig. Ich hatte keine Zeit, beides zu machen. Und dann war es mir klar, dass ich will dann lieber Jazz und Rockmusik spielen. Du machst viel mit klassischen Orchestern etc. Was ist für dich der krasseste Unterschied zwischen Jazz und Klassikwelt? Vielleicht ist es so ein bisschen, dass in Klassik, dadurch, dass alles klar ist, die Töne sind ja vorher bestimmt, die man spielen soll, ist das sehr perfektionistisch, dass man muss unbedingt die Töne treffen und dann dadurch ist auch vielleicht auch ein bisschen so eine Angst vor einem Fehler da. Was verständlich ist, weil alle anderen hören sofort, wenn man einen falschen Ton spielt. Die meisten Jazz, wenn die Fehler machen, die versuchen die zu verbergen. Die Parts sind nicht so festgelegt. Man kann aus dem Fehler was machen. Das hatte Miles Davis immer gesagt. Das wird dann Kunst. Aber das ist auch, das muss man auch üben. Ja. Gab es dann auch manchmal Zoff zwischen diesen zwei Welten, die aufeinandertreffen? Ich muss sagen, ich arbeite sehr, sehr gern mit klassischer Musik. Ja. Es ist natürlich oft so, dass wenn ich irgendwie als neu irgendwo ankomme, dann erstmal muss ich die Leute überzeugen. Einmal gab es eine lustige Situation in einem Orchester, weil die Orchestermusiker, die können ja nicht auswählen, welche Projekte die machen. Dann habe ich aufgebaut, so ein bisschen wie eben, und dann habe ich irgendwas falsch rumgesteckt und hat so ein bisschen gekracht. Gab so eine kleine Explosion. Und dann hat eine Praxis gesagt, Al-Qaida klopft. Was? Das fand ich sehr kreativ von ihm, dass ich praktisch als musikalischer Terrorist da ankomme. Wow, das ist eine Ansage. Und dann habe ich auch irgendwann mit ihm ein bisschen gesprochen, während des Projekts. Er meinte, ja, er findet das einfach nicht gut. Und der musste diese Konzert trotzdem spielen. Sehr gut. Das war meine Reihe dann, ja. Kein Bier mehr, das geht natürlich gar nicht. Soll ich dir noch reinziehen? Ja, ein Bier wäre jetzt angebracht. Hast du Lust, noch mal was zu spielen für uns? Ja, ich werde jetzt When I'm Laid in Earth eine Arie von Henry Purcell mit E-Gitarre spielen. Da freuen wir uns drauf. Ja.
so herrlich. Hammer. Man hört ja die klassische, die barocke Musik in der Bassfolge, ne? Also in der, sozusagen, die harmonische Struktur und die Melodie kommt auch immer durch, aber ansonsten ist komplett eigenes Arrangement und auch viel doch irgendwie Jazz mit dabei. Passt eigentlich sehr gut, oder? Das passt sehr gut, genau. Das war wirklich eine Entdeckung für mich. Die Harmonien sind ein kleines bisschen anders. Ich versuche natürlich möglichst viel von der Originalkomposition schon mitzunehmen. Und aber ich glaube, Barock und Jazz haben vieles gemeinsam. Nicht nur in der Musik, sondern auch eigentlich in der Art und Weise, wie sie aufgeführt ist, glaube ich. Also Barockmusik ist ja geschrieben eigentlich fast schon für so eine Situation, für so zum Essen, zum Trinken, oft auch Partys und eigentlich eine viel loungigere, klubbigere Situation als das klassische Konzert eigentlich, wo es dann meistens aufgeführt wird. Und das passt eigentlich auch sehr gut mit der Jazzwelt zusammen, oder? Ja. Ich mag diesen unklaren Bereich zwischen Kunst und Party. Ja, sehr gut. Wo man Bist du ganz richtig. Ja, genau. Wenn man sich als Kunst deklariert, ist das schon ein bisschen schwierig. Dann, später kann man sagen, hey, das war Kunst oder das war nicht Kunst. Es ist auch echt relativ selten, dass klassische Orchester heutzutage selbstständig improvisieren, oder? Aber du machst das mit dem Orchester. Naja, weil ich weiß, dass die Musiker das nicht unbedingt sehr gern machen. Und nur mit Musikern, die ich gut kenne, wo ich weiß, hey, diese Leute improvisieren gern, dann baue ich das an. Aber auch da geht es am ehesten doch mit Barockmusikern oder Musikern der historischen Aufführungspraxis, die ja dann gelernt haben, so wie die Musik ja geplant war damals, nämlich auch sehr improvisiert und das Material, was wir von den Barockkomponisten wie zum Beispiel Purcell haben, ist ja sehr, sehr minimal. Ja. Und eigentlich die Kunst entsteht im Ausimprovisieren dieses Materials. Dieses Stück spielt ja auch eine Rolle in deinem Konzert, das du im Beethoven-Fest machst, in dem Abend mit dem Bebop Orchestra. Ja, genau. Es ist ein Barockorchester, die spielen auch mit den historischen Instrumenten und die improvisieren auch zum Teil gern. Ist das auch so rockig, wie es klingt? Ich glaube, die haben eine sehr offene Einstellung. Die haben keine Angst, jetzt einen Fehler zu machen. Ja. Da ist die historische Aufführungspraxis echt wertvoll, finde ich, weil sie das wieder ausgräbt, dass klassische Musik eben sehr wohl improvisiert und auch sehr informell war, oder? Ja. Also so von der Situation her. Insofern nah am Jazz irgendwie auch. Ja. Ich glaube, das ist auch gut so, dass auch diese Musik sich nicht so von dem Alltag so weit entfernt. Das ist alles nur in Konzerthäusern in ganz elitären Situationen passiert, aber auch zwischendrin im realen Leben. Dann lass uns doch direkt in so ein Partyspiel übergehen. Ja, beziehungsweise erstmal vielleicht kurz noch ein bisschen weiterkommen mit dem Essen. Genau, ein kaltes Getränk, das ist ein guter. Ja, sehr gut. Okay. Was fehlt denn noch? Die Gürkchen. Schmeißen wir das mal alles zusammen. So geht das, oder? Ja. Das ist fast wie Jazz hier, was wir machen, oder? Ja, das ist wie bei Musik, man darf das so oder so machen. Ja, es gibt kein Falsch. Ja. Okay, machen wir die hier noch rein. Es gibt ein Spiel an diesem Abend. Okay. Das ist das Kaugummi-Fragespiel. Der Name ist Programm. Wann hast du das letzte Mal bereut, dass du dein Jurastudium damals abgebrochen hast? Ach, du hast Jura studiert oder sowas? Ich habe das nicht abgebrochen. Okay. Ach, richtig? Ja, ich habe es bis Ende gemacht. Aber ich habe nie gearbeitet in dem Feld. Du bist studierter Jurist? Ja, ich habe Doppelstudium. Naja, toll. 2 Studien gleichzeitig gemacht. Das war relativ anstrengend. Wow. Aber das ist jetzt interessant, weil Jura und Jazz, das sind so, also das eine ist sehr Regeln und Paragraphen, das andere ist die Freiheit. Finnland war in so einer Art Rezession in Anfang 90er und dann so eine Perspektive für Jazzmusik gab es kaum. Ich kannte kaum jemanden in Finnland, der interessante Musik macht und davon lebt. Und es hat mir länger gedauert, dann irgendwie diese Perspektive zu finden. Und das war in Berlin. Und dann habe ich dann die Richtung so langsam wechseln können. Hast du immer noch ein Interesse für? Ich habe das verloren. Das ist ein interessanter Beruf und das musst du auch praktizieren. Ich meine, und wenn du das nicht machst, dann verlierst du das irgendwann. Aber
Mein Sohn studiert das jetzt. Ja. Der weiß jetzt besser. Okay. Das ist immer gut, einen Juristen in der Familie zu Ja, haben. ich glaube auch. Achtung, Finnland-Klischee. Hast du gute Ideen für eine Komposition eher in der Sauna oder im Zusammenhang mit Wodka? Beides ist gut. Erstmal in der Sauna, dann Wodka trinken und dann... Komponieren. wir haben ja in Finnland, gibt es einen Männerchor, die schreien nur. Wirklich, die brüllen quasi. Ja, die brüllen, genau. Und ich glaube, für diese Chor würde ich da komponieren. Und das ist kein Klischee. Ja, Klischees sind ja auch nur Wahrheiten, die zu oft wiederholt werden. Ja. Genau. Johann Sebastian Bach oder Miles Davis, mit wem würdest du lieber einen Abend lang improvisieren? Ich glaube, mit Miles Davis wäre einfacher, weil ich glaube, Bach würde so komplizierte Fugen. Aber nee, dann doch lieber mit Bach. Bei Miles Davis kenne ich so ein bisschen. Kann man sich vorstellen. Ja, und Bach ist so unglaublich spannend. Ich glaube, das auch, was Bach konnte, ist so ein bisschen verloren gegangen. Ja, diese Hardcore-kontrapunktisches, das ist abgefahren. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, das kann kaum jemand mehr. Ja, stimmt. Aber mir fällt noch was zu Johann Sebastian Bach und Miles Davis. Die beiden zusammen, das wäre eine interessante Mischung. Das wäre das Beste, ja. Genau. Ich habe irgendwie ein Buch über Bach gelesen und er war irgendwann bei so einer Orgelinspektion. Und dann gibt es noch eine Quittung, was er alles da gegessen hat. Und ich glaube, da waren er nicht allein, aber seine Freunde, die haben irgendwie 200 Liter Bier in 2 Wochen und Unmenge Essen und Tobak. Die hätten eine lange Session gehabt. Spaß gehabt, ja. Dann haben wir noch etwas Besonderes an diesem Abend, nämlich ein gemeinsames Stück, auch ein barockes Stück von Johann Pachelbel. Alright. Du hast es ja jetzt heute so mehr oder weniger vorgelegt bekommen. Wie gehst du das denn an, mit so einem barocken Material dann zu improvisieren, so on the spot? Ich habe das heute angeschaut und ich habe diese Harmonie so ein bisschen zugrunde gelegt und dann kann ich das, aber auch diese Melodik dann irgendwie überall so ein bisschen nutzen und versucht irgendwas daraus zu machen. Das heißt, du nimmst das Material und fängst an zu variieren. Eigentlich ist es wie Komponieren, aber in Instant. In Echtzeit, ja. Das wäre ja auch schon meine nächste Frage, weil du ja auch viel komponierst selber. Wie gehst du das an? Ich habe so verschiedene Techniken. Manchmal kommt es tatsächlich so, dass ich über irgendwas und merke, das könnte eine interessante Richtung sein und dann notiere ich das. Aber dann arbeite ich auch so, dass ich das Material nehme und zum Beispiel das nochmal einfach nur auf Papier bearbeite. Das sind so ähnliche Prozesse eigentlich, dass man einfach von einer kleinen Idee versucht man
mehr Material zu holen. Ich glaube, Komponieren und Improvisieren sind da relativ nah beieinander. Auch historisch, ne? Man weiß ja von Bach, aber auch also barocke Komponisten, aber auch selbst Beethoven haben wir extrem aus dem Improvisieren heraus komponiert. Ja, weil ja letztlich auch diese Trennung zwischen Interpret, also der spielt und der komponiert, gar nicht so gegeben war. Also bis tief ins 19. Jahrhundert war das ja eine Sache. Insofern auch da wieder sehr spannende Parallele. Ich glaube, jemand wie Bach war in der Lage, auch polyphonisch zu improvisieren. Das ist auch, glaube ich, irgendwas, was heutzutage kaum jemand kann. Jetzt freuen wir uns sehr auf ein weiteres Solostück von dir, das du vielleicht noch hast. Ja. Oder? Machen wir noch eins und dann machen wir unseren finnischen Salat fertig. Unbedingt. Sehr gut. Ich habe langsam einen richtig großen Hunger. Ja, ne? Das war ein Stück von dir, das ist eine Eigenkomposition. Ja. Toll. Toll. Auch eine Eigenkomposition ist unser Salat, den wir jetzt noch fertig machen müssen. Ich glaube nur noch ein Dressing und dann essen wir zusammen was. Ja, super. Zum Abschluss, super. Dieses Rote ins Weiße. Es müsste so. Ja, genau. Wir sind fertig. Ja. Dann bitte alle zusammen den Tisch decken und hier aufräumen, denn wir sind fertig. Feierabend. Es darf gefeiert werden. Alle kommen. Noch Besteck. Wo ist der? Hier.